Es ist 6 Uhr morgens. Wie immer greifen Sie nach Ihrer Medikamentendose und schlucken die kleine Blutdrucktablette mit einem Schluck Wasser. Ihr Arzt hat Ihnen gesagt, dass sie lebensrettend und lebenswichtig ist. Sie schützt Ihr Herz und beugt einem Schlaganfall vor. Stimmt das? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diese kleine Tablette, die Ihr Leben schützen soll, Sie in Wirklichkeit langsam und heimtückisch schwächt? Diese kleine Tablette senkt nicht nur Ihren Blutdruck, sondern schwächt auch still und leise Ihre Muskeln, verdoppelt Ihr Sturzrisiko in der Nacht und, was am heimtückischsten ist, zerstört möglicherweise Ihre Nieren irreversibel. Das klingt unmöglich, wie eine Verschwörungstheorie, nicht wahr? Aber das ist die schockierende Wahrheit, die Millionen von Menschen über 60 nicht kennen und die ihnen Ärzte, sogar Kardiologen, nicht vollständig erklären. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass bestimmte Blutdruckmedikamente, die seit Jahrzehnten millionenfach verschrieben werden, schwerwiegende Nebenwirkungen haben, die systematisch verschwiegen oder heruntergespielt werden. Mehr als 40% der Krankenhausaufenthalte älterer Menschen sind auf Nebenwirkungen von Medikamenten zurückzuführen. Das ist fast jeder zweite. Und die meisten dieser Fälle hätten verhindert werden können, wenn die Patienten gewusst hätten, welche Medikamente sie vermeiden sollten. Warum sagt Ihnen das niemand? Warum werden diese Risiken in den dicken, unverständlichen Informationsformularen bewusst vage gehalten? Die Antwort liegt in einer dunklen Ecke des medizinischen Systems: Geld. Blutdruckmedikamente und damit verbundene Stürze, Nierenversagen, das ist ein Milliardengeschäft. Sie wollen nicht, dass Sie informiert sind, sie wollen, dass Sie blind vertrauen. Jeder zusätzliche Test, jede Komplikation bringt Tausende von Euro in die Kassen. Ihre Gesundheit ist nichts weiter als ein wirtschaftlicher Faktor. Heute durchbrechen wir diese Verschwörung. Ich werde Ihnen 3 versteckte Gefahren zeigen, die Ihre Unabhängigkeit bedrohen, und 3 wissenschaftlich fundierte natürliche Lösungen, mit denen Sie diese Gefahren vermeiden können. Eine dieser natürlichen Lösungen kann Ihren systolischen Blutdruck in nur 4 Wochen um 11 Punkte senken. Um diese lebenswichtigen Informationen nicht zu verpassen und sich gegen die gewinnorientierten Lügen des Gesundheitssystems zu wehren, abonnieren Sie jetzt den Senior Gesund TV und aktivieren Sie den Gong. Hier gibt es keine leeren Versprechungen und keine Trenddiäten. Hier gibt es wissenschaftlich fundierte, lebensrettende Fakten für Menschen über 60, die stark, wachsam und unabhängig bleiben wollen. Wir sind eine Gemeinschaft, die echte Gesundheit statt profitable Lügen bevorzugt. Abonnieren Sie jetzt. Es geht um Ihre Gesundheit, es geht um Ihr Leben. Übernehmen Sie wieder die Kontrolle. Versteckte Gefahren, chemischer Krieg, der Ihre Unabhängigkeit zerstört. 3 Probleme, über die Ärzte Ihnen nie ausreichend Details mitteilen, führen in Ihrem alternden Körper zu einem chemischen Krieg und verursachen Schäden, die durch medizinische Behandlungen entstehen. 1. Der stille Diebstahl, der Raub lebenswichtiger Mineralien. Das erste große und heimtückischste Problem, das durch Blutdruckmedikamente verursacht wird. Der stille Diebstahl. Stellen Sie sich Folgendes vor. Nachts schleicht sich ein Dieb in Ihr Haus. Er nimmt keine großen Dinge mit, aber nach Wochen und Monaten stellen Sie fest, dass alles fehlt, was Sie zum Leben brauchen. Genau das passiert auch in Ihrem Körper. Diuretika, also Medikamente, die wir als Wassertabletten bezeichnen, sorgen dafür, dass Ihr Körper mehr Wasser ausscheidet, um Ihren Blutdruck zu senken. Das Problem dabei ist jedoch, wenn Ihr Körper Wasser ausscheidet, verliert er gleichzeitig lebenswichtige Mineralien wie Kalium, Magnesium und B-Vitamine, die für das Leben unverzichtbar sind. Dieser Diebstahl geschieht langsam und unbemerkt. Nach einigen Wochen sind Sie ständig müde, erschöpft und leiden unter Muskelkrämpfen. Sie führen dies auf das Alter zurück, aber Sie irren sich, das ist ein Hilferuf Ihres Körpers. Kaliummangel führt zu Herzrhythmusstörungen, Muskelkrämpfen und Schwäche in den Beinen. Magnesiummangel führt zu Zittern, Schlafstörungen und einem erhöhten Risiko für Herzrhythmusstörungen. Wenn Sie nachts mit Herzklopfen aufwachen, kann dies auf einen Magnesiummangel hindeuten.
Eine Studie der Mayo Klinik aus dem Jahr 2021 hat gezeigt, dass mehr als 60% der über 60-Jährigen, die einen längeren Zeitraum Diuretika einnehmen, einen klinisch nachgewiesenen Kaliummangel haben. Das ist fast jeder Zweite. Das ist nicht nur unangenehm, sondern ein niedriger Kaliumspiegel erhöht auch das Risiko eines plötzlichen Herztodes. Zweitens. Doppelte Gefahr. Stürze und geistiger Verfall. Polypharmazie-Effekt. Das zweite große Problem ist das durch Blutdruckmedikamente verursachte Sturzrisiko, also ein dramatisch erhöhtes Sturzrisiko. Dabei geht es nicht nur um Schwindel, sondern um den Verlust der Unabhängigkeit, eines der gefürchtetsten Szenarien im Alter. Eine gebrochene Hüfte führt zu einem monatelangen Krankenhausaufenthalt und dauerhafter Pflege. Diuretika können zu einem schnellen Blutdruckabfall führen, insbesondere wenn Sie nachts auf die Toilette gehen. Die Gefahr besteht jedoch in der Kombination dieser Medikamente mit anderen Medikamenten, die ältere Menschen häufig einnehmen. Muskelschwund. Statine, die fast immer zusammen mit Blutdruckmedikamenten verschrieben werden, zerstören ihre Muskeln von innen heraus. Statine blockieren die Produktion von Coenzym Q10, das für die Energieproduktion der Muskeln unerlässlich ist. Das macht sie schwach, kraftlos und sturzgefährdet. Wie im Fall von Herrn Schmidt, 72, war die Rollstuhlgebundenheit aufgrund von Statinen das Ergebnis einer Medikamentenvergiftung. Geistiger Verfall. Benzodiazepine wie Valium, Tavor oder Lexotanil, die gegen Schlafstörungen und Angstzustände eingesetzt werden, erhöhen das Alzheimer-Risiko bei Menschen über 60 um 51%. Darüber hinaus blockieren viele Medikamente, die gegen Erkältungen, Harninkontinenz oder Magenprobleme eingesetzt werden, den für das Gedächtnis wichtigsten Neurotransmitter Acetylcholin. Dies führt zu einer Vernebelung des Geistes und zu Gedächtnisverlust. Systemische Vergiftung. Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich die Leberfunktion und die Nieren filtern langsamer. Das bedeutet, dass Blutdruck und andere Medikamente länger in ihrem Körper verbleiben und sich dort anreichern und zu Giftstoffen werden. Es ist wie bei einer verstopften Badewanne. Das Wasser, die Medikamente, kann nicht abfließen und beginnt überzulaufen. Wie Professor Wolfgang Schneider erwähnt, bei älteren Menschen, die mehr als 5 Medikamente einnehmen, steigt das Sterberisiko um 88%. 3. Irreversible Nierenschädigung, ACE-Hämmer und ARBs. Das heimtückischste und gefährlichste dritte Problem tritt in ihren Nieren auf, den Filtern ihres Körpers. Viele Ärzte behaupten, dass Medikamente wie ACE-Hämmer, zum Beispiel Ramipril, und ARBs, zum Beispiel Losartan, die Nieren schützen. Das ist zwar teilweise richtig, aber die Wahrheit ist viel düsterer. Diese Medikamente verändern den Blutfluss in den Nephronen, den winzigen Filtern ihrer Nieren. Auf lange Sicht kann dies zu einer Zerstörung des Organs führen, das sie eigentlich schützen sollen. Das ist wie Metall, das von innen rostet. Man merkt es nicht, man spürt es nicht, bis es zu spät ist. Nierenschäden verursachen zunächst keine Symptome. Man schreibt Müdigkeit oder Schwellungen dem Alter zu. Schockierende Daten. Eine Studie des New England Journal of Medicine aus dem Jahr 2019 ergab, dass 28% der Patienten über 60 Jahre, die über einen längeren Zeitraum ACE-Hämmer einnahmen, fast jeder Dritte innerhalb von 5 Jahren eine chronische Nierenerkrankung entwickelten. Das Endergebnis? Wenn ihre Nieren versagen, Dialyse. 3-mal pro Woche an eine Maschine angeschlossen werden. Außerdem überprüfen Ärzte ihre Nierenwerte oft nicht häufig genug und sagen, kommen Sie in einem Jahr wieder, obwohl innerhalb eines Jahres irreversible Schäden entstehen können. Diese Gefahren zeigen, wie sehr das Gesundheitssystem auf Profit ausgerichtet ist. Ihre Gesundheit ist nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor. Sie haben es selbst in der Hand, Ihr Leben und Ihre Unabhängigkeit zu schützen. Wenn diese Informationen Sie zum Handeln motiviert haben und Sie glauben, dass dieses Video Leben retten kann, teilen Sie es bitte mit einem geliebten Menschen, der Blutdruckmedikamente einnimmt. Denken Sie daran, Wissen rettet Leben. Indem Sie ihnen diese Tatsache vermitteln, können Sie Ihre Unabhängigkeit retten. Vermitteln Sie ihnen, dass Sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Es gibt Hoffnung.
3 wissenschaftlich belegte natürliche Alternativen. Während das System sie schwächen will, bietet ihnen die Natur wirksame Waffen. Die 3 natürlichen Lösungen, die ich Ihnen vorstellen werde, sind in wissenschaftlichen Studien als ebenso wirksam wie verschreibungspflichtige Medikamente und sogar noch wirksamer erwiesen worden, ohne Nebenwirkungen. Erstens. Rote Beete-Saft. Sanfte Befehle an die Arterien. Dieses unscheinbare Wurzelgemüse ist der Schlüssel zur Senkung des Blutdrucks. Wie es funktioniert? Rote Beete enthält natürliche Nitrate. Ihr Körper wandelt diese Nitrate an Moleküle um, Stickstoffmonoxid, die ihren Blutgefäßen sanft befehlen: Entspann dich, öffne dich, lass das Blut fließen. Das ist wie ein virtuelles Ventil, das den Druck senkt, um eine Verstopfung in einem Rohrsystem zu beseitigen. Beweis: Eine in der Fachzeitschrift Hypertension Research 2019 veröffentlichte Studie zeigte, dass der systolische Blutdruck älterer Erwachsener, die täglich rote Beete-Saft tranken, in nur 4 Wochen um durchschnittlich 11 Punkte sank. Dies ist eine Wirkung, die mit vielen verschreibungspflichtigen Medikamenten vergleichbar ist, jedoch ohne Nebenwirkungen. Anwendung: 200 Milliliter ungesüßter reiner rote Beete-Saft pro Tag sind ausreichend. Wichtiger Tipp: Vermeiden Sie langes Kochen. Dämpfen oder backen Sie die rote Beete, um die wertvollen Nitrate zu erhalten. 2. Knoblauch, Arterienreiniger und Kraftpaket. Knoblauch wird seit Jahrtausenden als Heilmittel verwendet. Wie es funktioniert? Die Kraft von Allicin. Die Kraft des Knoblauchs liegt in einer Schwefelverbindung namens Allicin, die freigesetzt wird, wenn man ihn zerdrückt oder schneidet. Allicin entspannt die glatten Muskeln in den Gefäßwänden, erweitert die Arterien und sorgt dafür, dass das Blut leichter fließen kann. Beweis: Eine 2020 veröffentlichte Meta-Analyse hat gezeigt, dass Knoblauch den systolischen Blutdruck um durchschnittlich 8 bis 10 Punkte senkt. Arterienreinigung? Knoblauch senkt nicht nur den Blutdruck, sondern reduziert auch Plaqueablagerungen in den Arterien, lindert Entzündungen und stärkt das Immunsystem. Wichtige Vorbereitung: Damit Allicin seine volle Wirkung entfalten kann, sollten Sie Knoblauch zerkleinern, hacken und vor dem Verzehr 10 Minuten ruhen lassen. Ideal sind 2 bis 3 frische Zehen pro Tag. 3. Hibiskus-Tee, chemiefreier ACE-Hämmer und Nierenschutz. Dieser rubinrote Tee ist eines der wirksamsten natürlichen Mittel gegen Bluthochdruck. Wirkungsweise: Anthocyane. Hibiskusblüten sind reich an Anthocyanen, starken Antioxidantien, die die Gefäßelastizität erhöhen, die Gefäße entspannen und ihrem Körper helfen, überschüssiges Natrium auszuscheiden. Beweis: Eine klinische Studie der Tufts University 2019 zeigte, dass Erwachsene, die täglich 3 Tassen Hibiskus-Tee tranken, nach 6 Wochen einen Rückgang ihres systolischen Blutdrucks um durchschnittlich 7 bis 10 Punkte verzeichneten. Schutzhinweis: Hibiskus-Tee wirkt ähnlich wie ACE-Hämmer, eine weit verbreitete Klasse von Blutdruckmedikamenten. Während diese Medikamente jedoch Ihre Nieren gefährden können, schützt und stärkt Hibiskus-Tee Ihre Nieren. Anwendung: Sie können täglich 2 bis 3 Tassen ungesüßten Tee trinken. Vermeiden Sie Zucker, da sie sonst alle positiven Effekte zunichte machen. Aktionsplan und endgültige Unabhängigkeit. 5 kritische Fragen. Jetzt muss ich Ihnen die wichtigste Information geben, die Ihr Leben retten kann. Egal wie wirksam diese natürlichen Mittel auch sein mögen, hören Sie niemals, aber auch wirklich niemals plötzlich und eigenmächtig mit der Einnahme Ihrer Medikamente auf. Ein plötzliches Absetzen kann zu einem gefährlichen Anstieg Ihres Blutdrucks führen, das heißt zu einem Rebound-Effekt, der einen Schlaganfall oder Herzinfarkt verursachen kann. Der richtige Weg ist bewusste Zusammenarbeit. 1. Integrieren Sie natürliche Mittel. Nehmen Sie rote Beete, Knoblauch und Hibiskus in Ihren Speiseplan auf. 2. Dokumentieren Sie Ihre Werte. Messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig zu Hause und notieren Sie alle Werte in einem Heft. Diese Daten sind Ihr größter Trumpf im Gespräch mit Ihrem Arzt. 3. Arbeiten Sie mit Ihrem Arzt zusammen. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, zeigen Sie ihm Ihre natürlichen Ansätze.
Wenn Ihr Blutdruck sinkt, wird ein guter Arzt Ihre Medikamentendosis schrittweise und kontrolliert reduzieren wollen. Sie kennen nun die Wahrheit. Wie das medizinische System Risiken verschleiert, um Gewinne zu erzielen. Wenn Sie Ihren Arzt aufsuchen, müssen Sie diese 5 kritischen Fragen stellen, bevor Sie sich auf Untersuchungen oder Medikamente einlassen. Diese Fragen positionieren Sie nicht als profitablen Patienten, sondern als bewussten Menschen. 1. Wie hoch sind diese Risiken speziell in meinem Alter? Über 60, 70 Jahre. Fragen Sie nach den für mich geltenden Zahlen, nicht nach dem allgemeinen Risiko. 2. Welche risikofreien oder weniger invasiven Alternativen gibt es? Zum Beispiel Lokalanästhesie statt Vollnarkose, Ultraschall oder MRT statt CT. 3. Welche dramatischen Folgen hätte es, wenn diese Untersuchung nicht durchgeführt würde? Wenn es nicht dringend ist, überstürzen Sie nichts. 4. Haben Sie oder Ihre Klinik einen finanziellen Vorteil von diesem Eingriff? Dies entlagert einen unehrlichen Arzt. 5. Würden Sie dies auch Ihrer Mutter, Ihrem Vater im gleichen Alter mit den gleichen Symptomen antun? Dies appelliert an das menschliche Gewissen des Arztes. Denken Sie daran, dass Sie das Recht haben, diese Fragen zu stellen. Es ist Ihr Körper. Es ist Ihre Entscheidung. Jetzt kennen Sie die Wahrheit. Sie kennen die versteckten Gefahren von Blutdruckmedikamenten wie stiller Diebstahl, erhöhtes Sturzrisiko und Nierenversagen. Sie wissen, dass Millionen älterer Menschen unter dieser versteckten Epidemie leiden. Aber Sie kennen auch ihre Stärke. Wissenschaftlich erprobte Mittel ohne Nebenwirkungen wie rote Beete, Knoblauch und Hibiskustee. Sie sind kein passives Opfer. Sie haben die Macht, Ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Jeder kleine Schritt, den Sie jeden Tag machen, wird Ihnen helfen, Ihre Unabhängigkeit, Energie und geistige Klarheit zurückzugewinnen. Wenn dieses Video Ihnen die Augen geöffnet und Ihnen Informationen geliefert hat, die Ihr Leben verändern können, dann liken Sie dieses Video bitte sofort. Dieser einfache Klick sorgt dafür, dass diese wichtige Erkenntnis mehr Menschen erreicht. Und bitte schreiben Sie uns in den Kommentaren, welche natürliche Lösung Sie als erstes ausprobieren werden. Rote Beete, Knoblauch oder Hibiskustee. Teilen Sie Ihre Geschichte mit uns. In dieser Gemeinschaft lernen wir voneinander und unterstützen uns gegenseitig. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie wachsam und vergessen Sie nie, Ihr Leben, Ihre Gesundheit, Ihre Entscheidung.